Unser heutiges Video geht um St. Martin, die Bilker Kirche. Aber nicht um diese Bilker Kirche, sondern um Alt-St. Martin. Das ist nicht nur die älteste Kirche Düsseldorfs, sondern überhaupt das älteste noch stehende Gebäude der Stadt. Außerdem befindet sich hier ein Denkmal an die Zeit, als Düsseldorf Bekanntheit in der Astronomie erlangte. Am Anfang des 19. Jahrhunderts unterscheidet man, anders als heute, noch nicht zwischen Planeten und Asteroiden. Da erkennt man damals 10 Planeten. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und Uranus, sowie die heute als Asteroiden bezeichneten Ceres, Pallas, Juno und Vesta. Für fast 40 Jahre besteht diese Sicht auf das Sonnensystem. Doch durch die Entdeckung von Astraea 1845 und Neptun 1846 beginnt ein regelrechtes Planetenfieber. Auch der Düsseldorfer Astronom Johann Friedrich Benzenberg möchte sich an der Jagd nach neuen Planeten beteiligen, doch die Sternwarte in der Mühlenstraße ist zu klein dafür. Daher entschließt er sich, auf eigene Kosten außerhalb der Stadt in Bilk eine neue Sternwarte zu errichten. Diese benennt er nach seiner 1809 verstorbenen Frau Charlottenroh. Benzenberg verstirbt aber schon 1846 und vermacht die Sternwarte und ein Vermögen von 5000 Talern der Stadt, damit diese damit einen Wissenschaftler anstellt. Ab 1847 übernimmt der Berliner Astronom Franz Brünnow die Leitung der Bilker Sternwarte und ab 1851 dann ein weiterer Berliner Astronom, nämlich Robert Luther. Luther bleibt in Bilk. Obwohl das Equipment schon veraltet ist, lässt sich Luther davon nicht beirren und beobachtet Nacht für Nacht den Sternenhimmel. Und so entdeckt er am 17. April 1852 Tethys. Und obwohl Luther nicht der Einzige ist, der Planeten beobachtet und Planeten findet, macht die Entdeckung von Tethys Schlagzeilen. In den folgenden 3 Jahren macht er eine Entdeckung nach der anderen. 1853 entdeckt er Proserpina, 1854 Bellona, 1855 Leucothea und im selben Jahr schließlich Fides. Damals nennt man diese Entdeckung die Düsseldorfer Planeten. Doch langsam wird klar, dass es zu viele gibt, um Planeten und Asteroiden zusammen zu beschreiben. Und ab 1854 unterscheiden dann die astronomischen Jahrbücher tatsächlich auch zwischen Planeten und Asteroiden. Robert Luther wird noch 19 weitere Asteroiden entdecken. Dafür erhält Robert Luther zahlreiche Ehrungen. Zwischen 1852 und 1861 erhält er insgesamt 7 Mal den Lalande-Preis der Französischen Akademie der Wissenschaften. 1869 wird eine Medaille für die Entdecker der Asteroiden herausgegeben, auf der er auch abgebildet ist. 1882 wird er in die Deutsche Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina, aufgenommen. Und 1928 wird der neu entdeckte Asteroid Luthera nach ihm benannt, 1935 der Mondkrater Luther. Damit endet die Blütezeit der Astronomie in Düsseldorf. Luther wird älter und kann immer weniger selbst beobachten. Schließlich übernimmt sein Sohn Wilhelm Luther. Doch mit dem veralteten Equipment lassen sich keine großartigen wissenschaftlichen Entdeckungen machen und 1938 geht der Stiftung das Geld aus. Die Stadt verwendet das Gebäude anderweitig. Im Zweiten Weltkrieg wird die Sternwarte schließlich zerstört und brennt bis auf die Grundmauern nieder. Ab 1959 setzt sich die Benzenberg-Gesellschaft dafür ein, wieder eine Sternwarte in Düsseldorf zu errichten. Da die alte Sternwarte aufgrund des veralteten Equipments zum Ende nur schulische Zwecke erfüllt hat, fällt die Entscheidung darauf, eine Sternwarte für das Schlossgymnasium Benrath zu errichten. Doch auch in der Astronomie werden die Entdeckungen der Bilker Sternwarte nicht vergessen. 1967 wird der neu entdeckte Asteroid 4425 Bilk genannt und 1952 wird das alte, ausgebrannte Sternrohr als Denkmal errichtet.